Lektion 1. Die richtige Passform finden. Hey Anna, sieh dir diese neuen Schuhe an, die ich online gefunden habe. Die sehen perfekt aus, nicht wahr? Oh, lass mich sehen. Haben Sie welche in meiner Größe? Ja, es sieht so aus, als ob sie eine Vielzahl von Größen zur Verfügung haben. Warum schauen wir uns das nicht zusammen an? Hört sich gut an. Ich brauche ein neues Paar bequeme, stylische Schuhe für den Frühling. Fantastisch. Okay, schauen wir mal, was Sie haben. H&M, Sie haben diese eleganten Lederhalbschuhe in Schwarz und Braun. Oh, die braunen sind wirklich nett. Und Sie haben eine gute Auswahl an Größen. Vielleicht sollte ich mir ein paar in meiner Größe schnappen. Auf jeden Fall würden die zu all deinen Frühlingsoutfits toll aussehen. Und die Bewertungen sagen, dass sie auch super bequem sind. Perfekt. Ich füge sie meinem Warenkorb hinzu. Oh, und sieh dir diese süßen Espadrilles an. Ich liebe den neutralen Ton. Oh ja, die sind wirklich nett. Und sie sind auch in halben Größen erhältlich, sodass sie in der Lage sein sollten, ihre perfekte Passform zu finden. Hervorragend. Das ist wichtig für mich. Ich hasse es, wenn Schuhe ein bisschen zu eng oder zu locker sind. Ich höre dich. Komfort und Passform sind entscheidend, besonders bei Alltagsschuhen wie diesen. Absolut. Oh, und Sie haben diesen stylischen Slip-on-Sneaker, der in einer Reihe von Farben erhältlich ist. Toll, ich mag das Aussehen der. Die graue würde zu so vielen Dingen in deinem Kleiderschrank passen. Definitiv. Ich glaube, den werde ich mir auch holen. Ich kann nie zu viele bequeme, vielseitige Schuhe haben. Stimmt das? Okay, schauen wir mal, ob wir deine Größen für alles finden und dich auschecken lassen können. Hört sich gut an. Danke, dass du mir beim Einkaufen geholfen hast. John, ich weiß es wirklich zu schätzen, dass du dir die Zeit nimmst. Natürlich. Ich helfe immer gerne mit, besonders wenn es darum geht, die perfekten Schuhe zu finden. Du bist der Beste. In Ordnung, lass uns das machen. Zeit, mein Spring-Schuhe-Spiel zu verbessern. Haha, ja. Das wird großartig. Ich kann es kaum erwarten, dich diese neuen Kicks rocken zu sehen. Lektion 2. Nervosität beim öffentlichen Reden überwinden. Immer wenn ich eine Rede halten muss, werde ich immer so nervös. Ich kann nicht anders, als mir vorzustellen, dass das Publikum über mich urteilt. Ich kenne das Gefühl, John. Öffentliches Reden kann sehr einschüchternd sein. Aber ich habe einen Trick gelernt, der mir sehr hilft. Oh ja, was ist das? Nun, anstatt mir einen Raum voller Leute vorzustellen, die mich anstarren, stelle ich mir vor, dass das Publikum nur eine große Person ist. Eine große Person? Das ist eine interessante Visualisierung. Wie hilft das? Es fühlt sich eher wie ein Einzelgespräch an, weißt du? Anstatt einer Menschenmenge spreche nur ich mit diesem riesigen, freundlichen Gesicht. HMM, ich kann mir vorstellen, wie das funktionieren könnte. Das nimmt den Druck ein bisschen ab. Normalerweise versuche ich einfach, Augenkontakt ganz zu vermeiden. Das habe ich früher auch gemacht. Aber dann wurde mir klar, dass es tatsächlich noch schlimmer macht. Wenn man das Publikum meidet, fühlt es sich konfrontativer an. Ah, gutes Argument.
Okay, wenn man sich die große Person ansieht, wird es persönlicher und zugänglicher. Das werde ich versuchen müssen. Genau. Und die andere Sache, die mir hilft, ist, mich daran zu erinnern, dass das Publikum möchte, dass ich erfolgreich bin. Tun Sie das? Ich gehe immer davon aus, dass Sie nur darauf warten, dass ich es vermassle. Ganz und gar nicht. Die meisten Leute im Publikum hoffen nur, dass sie eine großartige Präsentation halten. Sie sind auf deiner Seite. So habe ich nie darüber nachgedacht. Dadurch fühle ich mich tatsächlich viel besser. Danke für den Rat, Anna. Natürlich. Öffentliches Reden ist eine Fähigkeit, die Übung erfordert, aber diese kleinen Veränderungen der Denkweise können einen großen Unterschied machen. Ich weiß es zu schätzen, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Tipps zu teilen. Ich fühle mich jetzt viel besser vorbereitet und selbstbewusster. Ich freue mich so. Denk dran, du schaffst das. Stell dir das eine große, freundliche Gesicht da draußen vor, und du wirst es großartig machen. Wird reichen. Und hey, vielleicht komme ich sogar an den Punkt, an dem ich eines Tages gerne in der Öffentlichkeit spreche. Ich wette, das wirst du. Arbeite weiter daran und es wird sich natürlicher anfühlen. Du wirst deine nächste Rede auf den Punkt bringen. Ich weiß es einfach. Das hoffe ich. Nochmals vielen Dank, Anna. Du bist der Beste. Lektion 3. Budgetierung für das perfekte Hotel. Hallo Anna, ich habe nach Hoteloptionen für unsere bevorstehende Reise gesucht, aber ich möchte sicherstellen, dass wir etwas finden, das zu unserem Budget passt. Okay, großartig. Nach welchen Kriterien suchen Sie? Stellen Sie einfach sicher, dass es innerhalb unseres Budgets liegt und ein eigenes Bad bietet. Das sind auf jeden Fall die beiden wichtigsten Faktoren. Ich möchte nicht unser gesamtes Reisebudget für ein teures Hotel ausgeben. Einverstanden. Ein eigenes Badezimmer ist ebenfalls ein Muss. Keine gemeinsamen Einrichtungen. Was ist unsere Zielpreisspanne pro Nacht? Nun, ich dachte, wir sollten versuchen, es möglichst unter $150 zu halten. Klingt das für dich vernünftig? Ja, ich denke, das ist ein gutes Ziel. Wir können wahrscheinlich ein wirklich schönes, sauberes Hotel in dieser Preisklasse finden. Fantastisch. Ich suche weiter und sende Ihnen alle Optionen, die ich finde und die diese Kriterien erfüllen. Hört sich gut an. Und schauen Sie sich auch die Bewertungen an. Wir wollen ein Hotel, das von früheren Gästen gute Bewertungen erhält. Absolut. Ich werde nach Orten mit 4 Sternen oder höher Ausschau halten. Qualität ist wichtig, auch bei kleinem Budget. Ganz gewiss. Und lassen Sie mich wissen, wenn Sie weitere Einzelheiten wie Lage oder Ausstattung benötigen. Ich freue mich, meinen Beitrag zu geben. Wird reichen. Ich schicke dir heute noch ein paar Optionen und wir können gemeinsam entscheiden. Das wird eine tolle Reise. Ich kann es kaum erwarten. Mit dir zu reisen ist immer ein Abenteuer. Ich weiß, dass wir das perfekte Hotel für uns finden werden. Definitiv. In Ordnung, Zeit, auf die Suche zu gehen. Ich bin auf der Mission, für uns das Beste für unser Geld zu finden. Ich habe keinen Zweifel, dass du Erfolg haben wirst. Du bist der Meisterreiseplaner, John. Ich vertraue voll und ganz auf Ihre Fähigkeiten bei der Hotelsuche. Haha, nun, ich gebe mein Bestes. In Ordnung, lassen Sie uns dieses Hotel buchen,
damit wir uns auf unseren Kurzurlaub freuen können. Du hast es. Ich träume schon davon, nach einem langen Tag voller Entdeckungen in unserem privaten Badezimmer zu entspannen. Das gleiche hier. Okay, wir werden uns bald mit diesen Hoteloptionen bei Ihnen melden. Das wird episch. Lektion 4. Ein malerisches Abenteuer. Hey Anna, du wirst nie erraten, wo ich gerade zurückgekommen bin. Es war in einem abgelegenen Dorf in Südostasien. Der Ort war so malerisch. Wow, ein abgelegenes Dorf in Südostasien. Das klingt absolut faszinierend. Wie war es dort? Es war unglaublich. Die Landschaften waren atemberaubend, üppige, sanfte Hügel, lebendige Reisfelder und diese atemberaubenden, alten Wälder. Ah, das klingt nach einer so ruhigen und schönen Umgebung. Ich kann es mir jetzt vorstellen. Was hast du dort noch erlebt? Nun, das Dorf selbst war genauso bezaubernd. Die Häuser waren diese traditionellen Holzbauten, und die Straßen waren diese gewundenen Kopfsteinpflasterwege. Oh mein Gott, das klingt wie etwas direkt aus einem Märchenbuch. Ich kann mir vorstellen, dass es sich wie eine Zeitreise in die Vergangenheit angefühlt haben muss. Genau. Und die Leute waren so herzlich und gastfreundlich. Sie luden mich zu sich nach Hause ein und teilten mir ihre lokale Küche mit. Wie wunderbar! Die Gastfreundschaft der Einheimischen zu erleben, muss ein solches Highlight gewesen sein. Haben Sie einzigartige regionale Gerichte probieren dürfen? Hab ich. Da war dieses unglaubliche Nudelgericht, das anders war als alles, was ich je gegessen habe. Die Aromen waren so komplex und frisch. Das klingt herrlich. Ich liebe es, auf Reisen neue und authentische regionale Spezialitäten zu entdecken. Ich auch. Und das Beste daran war, es fühlte sich so unberührt vom Tourismus an. Als ob ich wirklich einen Einblick in das wahre Herz der Kultur bekommen würde. Das ist so besonders. Diese Erlebnisse abseits der ausgetretenen Pfade sind wirklich von unschätzbarem Wert. Ich bin so froh, dass du das haben konntest. Es hat mein Leben verändert, ehrlich gesagt. Ich kam mit einer so tiefen Wertschätzung für die schlichte Schönheit dieses Ortes zurück. Das kann ich mir vorstellen. Diese Art von immersiven kulturellen Begegnungen ist so beeindruckend. Ich bin schon neidisch, dass ich nicht zu dir kommen konnte. Nun, nächstes Mal musst du mit mir kommen. Ich würde diese Erfahrung gerne mit dir teilen. Unbedingt. Betrachte es als ein Date. Ich bin bereit für unser nächstes gemeinsames malerisches Abenteuer. Perfekt. Vertrau mir, du wirst es lieben. Diese Reise hat mich dazu inspiriert, mehr von dieser Art von Reisen zu unternehmen. Ich bin an Bord. Diese versteckten Juwelen zu entdecken ist das, worum es beim Reisen geht. Ich kann es kaum erwarten. Ich auch nicht. In Ordnung, fange an, deine Garderobe zu planen. Wir müssen ein abgelegenes Dorf erkunden. Lektion 5. Warnmeldungen. Hey Anna, ich habe einige besorgniserregende Geschichten von Freunden gehört, deren Identität gestohlen wurde. Es hat mich wirklich dazu gebracht, darüber nachzudenken, wie wichtig es ist, vorsichtig zu sein. Oh, das ist wirklich besorgniserregend zu hören. Identitätsdiebstahl ist heutzutage ein so ernstes Problem. Mit welchen Dingen haben sich deine Freunde befasst? Nun,
Bei einem von ihnen waren die Kreditkarteninformationen kompromittiert und er musste sich mit all diesen betrügerischen Abbuchungen auseinandersetzen. Es war ein totaler Albtraum, alles in Ordnung zu bringen. Huch, das klingt absolut schrecklich. Ich kann mir vorstellen, wie stressig und zeitaufwendig das für deinen Freund gewesen sein muss. Identitätsdiebstahl ist ein solch invasiver Verstoß. Definitiv. Und einem anderen Freund wurde die Sozialversicherungsnummer gestohlen, was zu allerlei Problemen führte, wenn es um Steuern und die Beantragung von Krediten ging. Meine Güte, das ist noch schlimmer. Dass Ihre persönlichen Identifikationsdaten auf diese Weise kompromittiert werden, muss einfach verheerend sein. Es kann Ihr Leben wirklich verwüsten. Genau. Es hat mir sehr bewusst gemacht, wie wichtig es ist, beim Schutz meiner eigenen persönlichen Daten wachsam zu sein. Ich möchte kein Opfer davon werden. Ich mache dir überhaupt keinen Vorwurf. Solche warnenden Geschichten zu hören, reicht aus, um jeden dazu zu bringen, seine Sicherheitsmaßnahmen zu verschärfen. Was sind einige der Schritte, die Sie ergreifen? Nun, ich überwache meine Kreditauskünfte und Kontoauszüge gewissenhaft auf verdächtige Aktivitäten. Und ich achte auch viel vorsichtiger darauf, mit wem ich vertrauliche Informationen teile. Das sind alles gute Vorsichtsmaßnahmen. So proaktiv zu sein, kann einen großen Unterschied in der Prävention machen. Identitätsdiebe leben von Unachtsamkeit, daher ist es wichtig, wachsam zu bleiben. Vollkommen. Ich habe auch angefangen, stärkere Passwörter zu verwenden und die Zwei-Faktor-Authentifizierung zu aktivieren, wo immer ich kann. Alles, um es jemandem zu erschweren, auf meine Konten zuzugreifen. Kluge Bewegungen. Diese zusätzlichen Sicherheitsebenen sind heutzutage so wichtig. Der Identitätsschutz sollte oberste Priorität haben, insbesondere angesichts all der Cyberbedrohungen, die es gibt. Einverstanden. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, wie verheerend es wäre, das durchmachen zu müssen, was meine Freunde erlebt haben. Ich möchte alles in meiner Macht Stehende tun, um mich zu schützen. Absolut. Vorsicht ist besser als Nachsicht, wenn es um die Sicherheit personenbezogener Daten geht. Es ist immer besser, auf Nummer sicher zu gehen. Definitiv. Ich habe das Gefühl, ein bisschen ein paranoider Sicherheitsfreak zu werden, aber das wäre mir lieber, als überrascht zu werden. Ich mache dir überhaupt keinen Vorwurf. In der heutigen Zeit ist eine gesunde Dosis Vorsicht absolut geboten. Es ist besser, übermäßig vorsichtig zu sein, als sich mit den Folgen des Identitätsdiebstahls auseinandersetzen zu müssen. Das hast du richtig verstanden. In Ordnung. Ich werde meine Kontoauszüge noch einmal überprüfen. Ich muss den Überblick behalten. Lektion 6. Gesunde Essgewohnheiten. Hey Anna, ich habe mich gefragt, folgst du einer bestimmten Diät, um gesund zu bleiben? Weißt du, ich bin nicht wirklich auf eine bestimmte Diät eingestellt. Ich versuche einfach, mich ausgewogen mit vielen vollwertigen, nährstoffreichen Lebensmitteln zu ernähren. Ah, ich verstehe. Also, wie sieht ein typischer Essenstag für dich aus? Nun, ich achte darauf, viel Obst und Gemüse, mageres Eiweiß, Vollkornprodukte und gesunde Fette zu mir zu nehmen. Ich versuche, verarbeitete Lebensmittel und zuckerhaltige Leckereien einzuschränken. Das klingt nach einem ziemlich soliden Ansatz. Was sind einige Ihrer bevorzugten gesunden Mahlzeiten oder Snacks? Zum Frühstück esse ich oft Haferflocken mit Beeren und Nüssen. Das Mittagessen besteht normalerweise aus einem großen Salat mit gegrilltem Hähnchen oder Lachs. Und für Snacks liebe ich Dinge wie griechischen Joghurt, Hummus und Gemüse oder Apfelscheiben mit Nussbutter. Lecker, das klingt alles köstlich und nahrhaft. In letzter Zeit versuche ich, mehr auf meine eigenen Essgewohnheiten zu achten.
Das ist großartig, John. Was für Änderungen haben Sie vorgenommen? Nun, ich habe versucht, weniger Fastfood zu essen und so viel auswärts zu essen. Und ich bemühe mich mehr, gesündere Optionen für die Zubereitung von Mahlzeiten zuzubereiten. Das ist großartig. Die Zubereitung von Mahlzeiten ist ein entscheidender Faktor, wenn es darum geht, gut zu essen. Es erfordert im Vorfeld etwas mehr Arbeit, aber es zahlt sich sehr aus. Definitiv. Und ich habe auch versucht, mir meiner Portionsgrößen bewusster zu werden. Ich neige manchmal dazu, zu viel zu essen, besonders bei den weniger gesunden Sachen. Das ist ein wirklich wichtiger Punkt. Portionskontrolle ist der Schlüssel, auch bei gesunden Lebensmitteln. Es ist leicht, es versehentlich zu übertreiben. Vollkommen. Ich verwende kleinere Teller und höre genauer auf die natürlichen Hunger- und Sättigungshinweise meines Körpers. Das sind hervorragende Strategien. Auf Ihre Essgewohnheiten zu achten, anstatt nur gedankenlos zu konsumieren, kann einen großen Unterschied machen. Absolut. Und ich muss sagen, ich fühle mich langsam viel besser, seit ich diese Änderungen vorgenommen habe. Mehr Energie, bessere Verdauung, die ganzen 9 Meter. Das ist so schön zu hören, John. Den Körper mit nährstoffreichen, vollwertigen Lebensmitteln zu ernähren, kann sich so positiv auf Ihr Wohlbefinden auswirken. Ganz gewiss. Ich bin wirklich froh, dass ich beschlossen habe, mich darauf zu konzentrieren, meine Essgewohnheiten zu verbessern. Es hat das Spiel verändert. Ich bin stolz auf dich, John. Die Entwicklung gesunder Routinen erfordert Zeit und Mühe, aber die Vorteile sind es wert. Mach weiter so mit der großartigen Arbeit. Danke, Anna. Danke, dass du dir die Zeit nimmst, mit mir darüber zu sprechen. Es war wirklich hilfreich, Ihre Perspektive zu verstehen. Jederzeit. Ich freue mich immer, über gesundes Leben zu sprechen. Lass es mich wissen, wenn du jemals weitere Rezepte oder Tipps austauschen möchtest. Wird reichen. In Ordnung. Ich mache mich auf den Weg, um ein schönes, ausgewogenes Abendessen zuzubereiten. Ich muss diesen Körper weiter richtig auftanken. Lektion 7. Ein atemberaubender Hochzeitsmoment. Vor der Kirche stand der Bräutigam und wartete. Er hatte ein wunderschönes, zärtliches Lächeln im Gesicht, als er zusah, wie die Gäste ihre Plätze einnahmen. Oh, wie romantisch. Ich kann es mir vorstellen, das Gebäude der Vorfreude, die Kirche, die vom Duft frischer Blumen erfüllt ist. Alle Augen sind auf diesen Moment gerichtet. Genau. Man konnte die Elektrizität in der Luft spüren, die Aufregung und Freude waren spürbar. Der Gesichtsausdruck des Bräutigams war einfach so voller Liebe und Staunen. Ich liebe diese kostbaren Momente kurz bevor die Braut ihren großen Auftritt hat. Es ist, als würde die ganze Welt den Atem anhalten und mit angehaltenem Atem warten. Absolut. Und dann fängt die Musik an, alle Blicke drehen sich um, und da ist sie, die Braut, die strahlend aussieht und den Gang entlang auf ihren Seelenverwandten zugeht. Oh, ich bekomme Gänsehaut, wenn ich nur daran denke. Das muss so ein atemberaubender Anblick gewesen sein. Ich kann mir den Gesichtsausdruck des Bräutigams nur vorstellen. Pure Freude, da bin ich mir sicher. Seine Augen leuchteten wahrscheinlich auf und sein Lächeln weitete sich mit jedem Schritt, den sie auf ihn zuging. Es ist so ein magischer, einmaliger Moment. Ich wette, er war kaum in der Lage, seine Gefühle einzudämmen. All die Vorfreude und Aufregung gipfelten schließlich in diesem perfekten, flüchtigen Moment. Definitiv. Und weißt du, ich denke, das sind die Momente, die dir wirklich in Erinnerung bleiben, weißt du? Diejenigen,
die die Zeit zu verlangsamen scheinen und sich einfach in dein Herz einprägen. Ich stimme voll und ganz zu. Hochzeiten haben die Möglichkeit, diese unglaublichen, fast ätherischen Erlebnisse zu schaffen, von denen sie nicht anders können, als sich völlig verzaubern zu lassen. Absolut. Es ist, als ob alles andere in den Hintergrund tritt und alles, was zählt, sind die beiden Menschen, die einander ihre Liebe und ihr Engagement versprechen. Wunderbar gesagt. John, Hochzeiten bringen die Romantik und das Staunen in uns allen zum Vorschein, nicht wahr? Es ist einfach so ein besonderer, bedeutungsvoller Anlass. Definitiv. Ich fühle mich glücklich, solche Momente miterleben zu dürfen. Sie sind wirklich unvergesslich. Ich auch. In Ordnung. Jetzt hast du mir ganz verträumte Augen und wehmütig gemacht. Vielleicht muss ich bald anfangen, meine eigene Hochzeit zu planen. Haha, ich kann es dir nicht verdenken. Wenn man diese Art von Liebe in Aktion sieht, ist es schwer, sich nicht ein wenig inspirieren zu lassen. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie Planungstipps benötigen. Werde ich tun. Obwohl ich das Gefühl habe, dass du vor mir derjenige sein wirst, der sie braucht. Du scheinst ein Auge für diese romantischen Hochzeitsdetails zu haben. Haha, Tuche. Wer weiß, vielleicht stehe ich als nächstes am Altar und warte auf meine Braut. Ein Mann kann träumen, oder? Unbedingt. Und ich für meinen Teil werde überglücklich sein, die Freude in ihrem Gesicht zu sehen, wenn dieser Tag kommt. Du verdienst alles Glück der Welt, John. Oh, danke, Anna. Du bist der Beste. In Ordnung, ich fange an, meine zukünftige Hochzeit zu planen, ein zärtliches Lächeln des Bräutigams nach dem anderen. Lektion 8. Diskussion der wichtigsten Ergebnisse. Guten Morgen, Anna. Ich wollte die wichtigsten Ergebnisse unserer Partnerschaft besprechen und Ihre Meinung hören. Guten Morgen, John. Absolut, ich freue mich, darauf einzugehen. Was hattest du im Sinn? Nun, ich habe den ursprünglichen Umfang und den Zeitplan überprüft und möchte sicherstellen, dass wir uns auf die wichtigen Meilensteine und Ergebnisse einigen. Hört sich gut an. Warum erläutern Sie mir nicht Ihre Perspektive? Und ich kann auch meinen Beitrag teilen. Okay, großartig. Zuallererst denke ich, dass es wichtig ist, dass wir den Prototyp bis Ende nächsten Monats liefern. Das stimmt mit dem Zeitplan überein, den wir zuvor besprochen haben. Ich stimme zu, dass es entscheidend ist, diesen Meilenstein zu erreichen. Genau. Und darüber hinaus dachte ich, dass die endgültige Produkteinführung unser Ziel für das Ende des dritten Quartals sein sollte. Ich verstehe. Das ist etwas aggressiver als das, was wir ursprünglich geplant hatten. Halten Sie das für realistisch? Wissen Sie, bei weiterer Überprüfung stimme ich zu, dass das dritte Quartal es ein wenig vorantreiben könnte. Vielleicht sollten wir stattdessen das Ende des vierten Quartals anstreben? Okay, das fühlt sich erreichbarer an. Und was die tatsächlichen Ergebnisse angeht, welche Schlüsselkomponenten hatten Sie im Sinn? Nun, das Kernprodukt natürlich. Aber ich denke auch, dass wir umfassende Benutzerhandbücher und Schulungsmaterialien hinzufügen müssen. Guter Punkt. Diese unterstützenden Ressourcen werden für eine reibungslose Markteinführung und Einführung von entscheidender Bedeutung sein. Absolut. Und ich würde auch gerne die Entwicklung einiger Werbeinhalte untersuchen, die wir für Marketingzwecke verwenden können. Exzellente Idee. Wenn wir diese Ressourcen einsatzbereit haben,
können wir mit unserer Markteinführungsstrategie sofort loslegen. Genau. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass wir den Prototyp bis Ende nächsten Monats haben, die endgültige Produkteinführung bis Ende des 4. Quartals und eine vollständige Palette von unterstützenden Materialien. Klingt für mich nach einem soliden Plan. Ich denke, das deckt die wichtigsten Ergebnisse ab, auf die wir uns konzentrieren müssen. Wolltest du sonst noch etwas besprechen? Nicht, dass mir das spontan einfällt. Ich finde es gut, wo wir bei der Abstimmung der Prioritäten stehen. Toll, ich auch. Ich freue mich darauf, loszulegen und diese wirkungsvollen Ergebnisse für unsere Partnerschaft zu erzielen. Ebenso, Anna. In Ordnung. Ich werde weitermachen und diese vereinbarten Meilensteine und Ergebnisse dokumentieren, und wir können das als unsere Roadmap für die weitere Entwicklung verwenden. Hört sich gut an. Ich weiß es zu schätzen, dass Sie sich die Zeit nehmen, um diese Diskussion zu führen und uns auf dieselbe Wellenlänge zu bringen. Es wird eine produktive Reise sein. Absolut. Teamwork macht den Traum wahr, wie man so schön sagt. In Ordnung. Ich mache mich auf den Weg, um die Dokumentation zu erledigen. Lektion 9. Einen verpassten Flug vermeiden. Zum Glück hatte mein nächster Flug einen langen Zwischenstopp, so dass ich ihn nicht verpasst habe. Oh, das ist toll zu hören. Nichts ist schlimmer als der Stress, kaum eine Verbindung herzustellen. Erzähl mir davon. Ich schwitzte wie durch die Kugeln, als ich versuchte, durch das letzte Flughafenterminal zu rasen. Das kann ich mir vorstellen. Diese Lastminute-Sprünge durch den Flughafen machen nie Spaß. Was ist passiert, weshalb du so kurz davor warst, deinen Flug zu verpassen? Nun, mein erster Flug hatte aufgrund einiger mechanischer Probleme Verspätung. Als ich meinen Anschlussflughafen erreichte, hatte ich nur etwa 15 Minuten Zeit bis zu meinem nächsten Abflug. Huch, das ist knapp. Ich freue mich, dass du es noch rechtzeitig geschafft hast. Was haben Sie getan, um sicherzustellen, dass Sie den letzten Flug nicht verpasst haben? Ich habe es so schnell wie möglich über das Terminal gebucht und mich zwischen anderen Passagieren verwoben. Und zum Glück war das Gate in der Nähe der Stelle, an der ich gelandet bin, so dass ich nicht zu weit gehen musste. Puh, das ist eine Erleichterung. Das Navigieren in diesen engen Verbindungen kann eine solche Belastung sein, sowohl physisch als auch mental. Das hast du richtig verstanden. Ich war völlig außer Atem, als ich das Gate erreichte. Aber die Erleichterung, das Flugzeug immer noch da zu sehen, war unwirklich. Ich wette, es gibt nichts Schlimmeres, als am Gate anzukommen, nur um zu sehen, wie das Flugzeug davonfährt. Dieses sinkende Gefühl ist das Schlimmste. Pfui, erinnere mich nicht daran. Das ist mir schon einmal passiert und es ist einfach die frustrierendste Erfahrung. Das kann ich mir vorstellen. Vor allem, wenn Sie vom Stress des engen Gesprächs bereits erschöpft sind. Es ist genug, um Sie dazu zu bringen, einfach das Handtuch zu werfen. Definitiv. Aber hey, wenigstens dieses Mal habe ich es geschafft. Und der lange Zwischenstopp war ein echter Lebensretter. Ich konnte wieder zu Atem kommen und mich vor der nächsten Etappe meiner Reise ein wenig entspannen. Das ist ein toller Hoffnungsschimmer. Diese Pufferzeit kann den Unterschied ausmachen, wenn Sie eine hektische Verbindung hatten. Absolut. Ich war so dankbar für diesen längeren Aufenthalt. Es hat mir wirklich den Vorteil genommen und es mir ermöglicht, mich neu zu gruppieren. Nun, ich freue mich, dass am Ende alles für dich geklappt hat, John. Reisen kann so ein Abenteuer sein, aber es ist immer schön, wenn alles glatt läuft, auch wenn es nur für eine Etappe der Reise ist. Das hast du richtig verstanden. In Ordnung.
Nächstes Mal baue ich eine zusätzliche Stunde für meine Zwischenstopps ein, nur um auf Nummer sicher zu gehen. Haha, kluger Schachzug. Es ist besser, ein zusätzliches Kissen zu haben, als mit Dämpfen davonzulaufen. Genieß den Rest deiner Reisen, John. Werde ich machen, danke Anna. Ich werde meine Füße hochlegen und diesen schönen, langen Aufenthalt genießen. Lektion 10. Ein Ausflug zum Arzt. Der Arztbesuch war ziemlich hoch. Er hörte auf mein Herz und brachte mich zum Husten. Er stellte mir auch einige Fragen. Oh nein, was hat dich zum Arzt gebracht, John? Ich hoffe, alles ist in Ordnung. Nun, ich fühle mich in letzter Zeit nicht ganz auf der Höhe. Verstopfung, Halsschmerzen, solche Dinge. Also entschied ich, dass es an der Zeit war, es überprüfen zu lassen. Ich verstehe. Es ist besser, auf Nummer sicher zu gehen und es untersuchen zu lassen, vor allem, wenn die Symptome andauern. Was hat der Arzt gefunden? Er führte eine gründliche Untersuchung durch, hörte auf meine Atmung und überprüfte meine Vitalwerte. Es stellt sich heraus, dass ich gerade eine leichte Atemwegsinfektion habe. Ah, das erklärt den Husten und die Verstopfung. Hat er irgendwelche Medikamente verschrieben, um das zu klären? Ja, er gab mir eine Antibiotikakur zur Einnahme sowie etwas Hustensaft und abschwellende Mittel zur Linderung der Symptome. Gut, ich freue mich, dass er Ihnen einen Behandlungsplan vorlegen konnte. Es ist wichtig, eine Atemwegsinfektion frühzeitig in den Griff zu bekommen. Definitiv. Er sagte, wenn ich die Medikamente im Griff behalte und mich ausreichend ausruhe, sollte es mir in der nächsten Woche oder so besser gehen. Das ist eine Erleichterung. Es ist immer schwierig, wenn Sie sich nicht gut fühlen. Aber diesen klaren Weg zur Genesung zu haben, macht einen großen Unterschied. Absolut. Der Arzt empfahl mir auch, meine Flüssigkeitsaufnahme zu erhöhen und anstrengende Aktivitäten zu vermeiden, bis ich vollständig erholt bin. Kluger Rat. Es ist wichtig, Ihrem Körper die Zeit und Ressourcen zu geben, die er zur Bekämpfung der Infektion benötigt. Es macht keinen Sinn, sich zu sehr anzustrengen. Genau. Ich habe vor, es in den nächsten Tagen ruhig angehen zu lassen und mich nur darauf zu konzentrieren, mich auszuruhen. Ich muss das Ding im Keim ersticken. Klingt nach einem klugen Plan. Ich freue mich, dass du zum Arzt gegangen bist und die Behandlung bekommen hast, die du brauchst. Ich wünsche dir eine schnelle Genesung, John. Danke, Anna. Danke für die guten Wünsche. Ich drücke die Daumen, damit die Infektion schnell behoben wird, damit ich mich wieder gut fühlen kann. Ich bin mir sicher, dass es so sein wird. Lass es einfach ruhig angehen. Behalte die Kontrolle über deine Medikamente und lass deinen Körper sein Ding machen. Du schaffst das. Wird reichen. In Ordnung. Ich mache mir eine schöne, heiße Tasse Tee und mache es mir gemütlich für einen entspannten Abend. Lektion 11. Neue Hobbys ausprobieren. Denke ja, es ist eine großartige Möglichkeit, etwas Neues zu lernen und Spaß zu haben. Ich stimme zu, John. Neue Hobbys auszuprobieren kann eine so lohnende Erfahrung sein. Welche neuen Aktivitäten haben Sie in Betracht gezogen? Nun, ich habe mit dem Gedanken gespielt, mit der Holzbearbeitung zu beginnen. Es scheint ein wirklich befriedigendes und kreatives Outlet zu sein. Oh, Holzbearbeitung. Das ist so ein cooles Hobby. Was reizt dich daran? Ich liebe die Idee, Rohstoffe zu nehmen und sie in etwas Funktionales und Schönes zu verwandeln. Es scheint einfach so erfüllend zu sein.
Absolut. Es ist etwas ganz Besonderes, mit den Händen zu arbeiten, um greifbare, nützliche Objekte herzustellen. Genau. Und ich denke, es wäre eine großartige Möglichkeit für mich, mich nach einem langen Tag im Büro zu entspannen und Stress abzubauen. Ganz gewiss. Diese praktische, konzentrierte Aktivität kann eine großartige mentale Pause sein. Außerdem hättest du am Ende ein paar wirklich nette Stücke für dein Zuhause. Definitiv. Ich stelle mir all die coolen Regale, Tische und andere Einrichtungsgegenstände vor, die ich herstellen könnte. Es wäre, als hätte ich meine eigene kleine Werkstatt. Das klingt unglaublich, John. Und das Schöne an der Holzbearbeitung ist, dass es immer mehr zu lernen und zu entdecken gibt, wenn man besser darin wird. Absolut. Mir gefällt die Idee, meine Fähigkeiten und Techniken kontinuierlich verbessern zu können. Es wäre eine fortwährende kreative Herausforderung. Genau. Und wer weiß, vielleicht stellen Sie sogar fest, dass Sie ein echtes Händchen dafür haben und stellen am Ende einige schöne, hochwertige Stücke her. Das wäre unglaublich. Ich würde gerne an den Punkt kommen, an dem ich Sonderanfertigungen machen oder sogar einige meiner Kreationen verkaufen könnte. Wow, das wäre so lohnend. Ein Hobby in eine Nebenbeschäftigung oder ein kleines Geschäft zu verwandeln, ist eine unglaubliche Leistung. Das wäre es wirklich. Ich werde schon aufgeregt, wenn ich nur daran denke. Ich denke, ich werde mir einige Anfängerkurse für Holzbearbeitung in der Gegend ansehen. Das ist eine fantastische Idee. Einen Instruktor zu haben, der Ihnen die Grundlagen beibringt, wird sehr hilfreich sein, wenn Sie zum ersten Mal anfangen. Definitiv. Und ich wette, es wäre eine großartige Möglichkeit, andere Menschen kennenzulernen, die dieselbe Leidenschaft teilen. Wir könnten Tipps und Ideen austauschen. Absolut. Die Community der Holzbearbeitung scheint so gastfreundlich und kooperativ zu sein. Sie werden so viel von anderen Bastlern lernen können. Ich kann es kaum erwarten. Das inspiriert mich wirklich, den Sprung zu wagen und es auszuprobieren. Danke für die Ermutigung, Anna. Jederzeit, John. Ich freue mich sehr, dass du dich auf dieses neue potenzielle Hobby freust. Ich wünsche Ihnen viel Glück beim Eintauchen in die Welt der Holzbearbeitung. Ich weiß das zu schätzen. In Ordnung, ich mache mich auf den Weg, ein paar lokale Kurse zu recherchieren. Dies ist der Beginn eines schönen neuen kreativen Kapitels. Lektion 12. Ein herrliches kulinarisches Abenteuer. Das Biryani war köstlich. Gab es irgendwelche Herausforderungen bei der Zubereitung? Uff, das Biryani war ein ziemliches kulinarisches Abenteuer, lass es mich dir sagen. Anfangs war ich ein bisschen eingeschüchtert von all den Gewürzen und der damit verbundenen Schichtung. Das kann ich mir vorstellen. Biryani ist ein so komplexes Gericht mit so vielen komplizierten Aromen und Techniken. Was war der schwierigste Teil für dich? Nun, den Reis genau richtig kochen zu lassen, war wahrscheinlich der schwierigste Teil. Ich musste den Zeitpunkt und die Temperatur sehr genau einhalten, um zu vermeiden, dass am Ende matschige oder zu wenig gekochte Körner übrig blieben. Ah ja, die Perfektionierung der flauschigen, zarten Textur des Reises ist entscheidend für ein richtiges Biryani. Wie hast du es am Ende hingekriegt? Viel Versuch und Irrtum, um ehrlich zu sein. Ich musste ein paar Testchargen durchführen, bevor ich den optimalen Punkt gefunden hatte. Aber schließlich bin ich auf eine Methode gestoßen, die diese wunderschön getrennten, duftenden Körner lieferte. Gute Arbeit. Beharrlichkeit und Liebe zum Detail zahlen sich wirklich aus,
wenn man ein so komplexes Gericht in Angriff nimmt. Was ist mit der Gewürzmischung? War das auch eine Herausforderung? Definitiv. Das Ausbalancieren der verschiedenen Gewürze, Kurkuma, Kreuzkümmel, Koriander, Kardamom, Zimt, war wie ein delikater Tanz. Aber ich habe einige Nachforschungen angestellt und es geschafft, eine Mischung zu finden, die den Biryani diesen authentischen, köstlichen Geschmack verleiht. Ich kann mir das Aroma gut vorstellen. Sie müssen wirklich viel Liebe und Sorgfalt in die Perfektionierung dieser Gewürzmischung gesteckt haben. Hab ich. Und weißt du, das Beste war, deinen Gesichtsausdruck zu sehen, als du den ersten Bissen genommen hast. Die Art und Weise, wie deine Augen leuchteten, es war so lohnend. Haha, das hast du verstanden, oder? Ich konnte nicht anders, es war einfach so unglaublich gut. All deine harte Arbeit hat sich definitiv ausgezahlt. Oh, ich freue mich so, dass es dir gefallen hat. Kochen kann so eine Herzensangelegenheit sein, aber in Momenten wie diesen lohnt sich das Ganze. Absolut. Und weißt du, ich denke, das Beste daran, neue Gerichte zu probieren, besonders komplexe Gerichte wie Biryani, ist das Erfolgserlebnis, wenn man es hinbekommt. Definitiv. Es ist so ein ermutigendes Gefühl, etwas Herausforderndes in der Küche anzugehen und auf der anderen Seite mit einem köstlichen Ergebnis herauszukommen. Ganz gewiss. Nun, du hast mich sicherlich dazu inspiriert, etwas abenteuerlustiger mit meiner eigenen Küche zu werden. Vielleicht versuche ich mich als nächstes an Biryani. Oh, ich würde gerne sehen, was du dir einfallen lässt. Lassen Sie mich einfach wissen, wenn Sie unterwegs Tipps oder Ratschläge benötigen. Ich teile gerne mit, was ich gelernt habe. Toll, ich werde dich auf jeden Fall darauf eingehen. Das könnte der Beginn einer köstlichen neuen kulinarischen Rivalität zwischen uns sein. Haha, her damit. Ich begrüße den Wettbewerb. Aber ich habe das Gefühl, dass wir beide am Ende gewinnen werden, egal wer den besseren Biryani macht. Das hast du richtig verstanden. In Ordnung. Zeit für mich, mit der Planung meines Biryani-Meisterwerks zu beginnen. Danke für die Inspiration, Anna. Lektion 13. Vorbereitungen für die Geburtstagsfeier. Wenn es sich um eine Geburtstagsfeier handelt, nehmen Sie normalerweise ein Geschenk und eine Geburtstagskarte zu der Person mit, die Geburtstag hat. Absolut. Das ist ein so wichtiger Teil, um den besonderen Tag eines Menschen zu feiern. Für welche Art von Geschenk entscheidest du dich normalerweise? Nun, es hängt wirklich von der Person und ihren Interessen ab. Ich versuche, über die Auswahl eines Geschenks nachzudenken, das Sie wirklich schätzen werden. Diese persönliche Note macht den Unterschied. Bist du schon einmal zufällig auf das perfekte Geschenk gestoßen? Oh, auf jeden Fall. In einem Jahr stöberte ich in dieser kleinen Boutique und stieß auf diesen wunderschönen Schal, von dem ich wusste, dass er meiner Schwester gefallen würde. Am Ende trug sie ihn die ganze Zeit. Oh, das ist so schön, wenn du dieses versteckte Juwel finden kannst. Und das Timing passt einfach perfekt zu dem Anlass. Das ist es wirklich. Allerdings fällt es mir manchmal schwer, mir Geschenkideen auszudenken, besonders für Leute, die schwieriger zu kaufen sind. Ich kenne das Gefühl. Es kann schwierig sein, etwas Einzigartiges und Durchdachtes zu finden. Was ist mit Geschenkkarten? Gehst du jemals diesen Weg? Geschenkkarten können eine gute Ausweichoption sein, aber ich versuche, mich nicht zu sehr auf sie zu verlassen. Ich ziehe es vor, zusätzliche Anstrengungen zu unternehmen, um ein personalisiertes Geschenk zu finden. Ich stimme zu. Es ist so viel aussagekräftiger, wenn man der Person sagen kann, dass sie wirklich darüber nachgedacht hat. Eine Geschenkkarte kann jedoch immer noch geschätzt werden.
Absolut. Und natürlich ist die Geburtstagskarte ein Muss, unabhängig vom Geschenk. Ich schreibe gerne eine herzliche Nachricht hinein. Definitiv. Die Karte ist so eine nette Art, Ihre guten Wünsche und persönlichen Gefühle auszudrücken. Sie rundet das Schenkerlebnis wirklich ab. Genau. Ich achte immer darauf, eine Karte auszuwählen, die in irgendeiner Weise die Persönlichkeit oder die Interessen des Empfängers widerspiegelt. Das ist ein toller Tipp. Die Karte kann das gesamte Geschenkpaket wirklich zusammenbinden und dafür sorgen, dass es sich ganz besonders anfühlt. Einverstanden. Und weißt du, ich denke, das eigentliche Verschenken des Geschenks und der Karte ist genauso wichtig wie die Artikel selbst. Oh, gutes Argument. Die Präsentation und Lieferung können einen großen Unterschied darin machen, wie das Geschenk angenommen und geschätzt wird. Definitiv. Ich versuche, einen Moment daraus zu machen, weißt du? Erhöhen Sie die Vorfreude ein wenig. Ich liebe das. Es geht darum, der Geburtstagsperson ein unvergessliches Erlebnis zu bieten. Gibt ihnen das Gefühl, wirklich gefeiert zu werden. Absolut. Okay, ich fühle mich inspiriert, mit der Planung meines nächsten Geburtstagsgeschenks und meiner nächsten Geburtstagskarte zu beginnen. Danke für die tolle Diskussion, Anna. Jederzeit, John. Wer auch immer der glückliche Empfänger ist, er wird von Ihrem durchdachten Geschenk begeistert sein. Das hoffe ich auf jeden Fall. In Ordnung, Zeit, meiner Kreativität freien Lauf zu lassen. Bis später. Lektion 14. Die perfekte Geburtstagsfeier planen. In Ordnung. Lassen Sie uns über die wichtigsten Elemente für die Planung der perfekten Geburtstagsfeier sprechen. Tipps, Geschenke und Unterhaltung. Oh, ich liebe eine gute Geburtstagsparty. Wo sollen wir anfangen? Was sind einige Top-Tipps, um es zu einem wirklich unvergesslichen Fest zu machen? Nun, in erster Linie würde ich sagen, dass es wichtig ist, eine genaue Mitarbeiterzahl und die RSVPs der Gäste zu erhalten. Auf diese Weise können Sie die richtige Menge an Essen, Getränken und Aktivitäten planen. Absolut. Diese Liebe zum Detail ist entscheidend. Sie möchten nicht mit zu wenig oder zu viel von allem enden. Welche anderen Tipps hast du? Ich würde auch vorschlagen, Einladungen rechtzeitig zu verschicken, damit die Leute den Termin absperren können. Und versuche, eine Mischung aus strukturierten Veranstaltungen und offener geselliger Zeit zu finden. Gute Entscheidung. Es ist wichtig, den Leuten rechtzeitig Bescheid zu geben und Struktur mit Flexibilität in Einklang zu bringen. Was ist mit dem Aspekt des Schenkens? Ah ja, die Geschenke. Wie wir bereits besprochen haben, ist es immer willkommen, über personalisierte Geschenke und Karten nachzudenken. Und vergiss nicht, einen Plan zu haben, wo die Gäste sie hinterlassen können. Das ist ein gutes Argument. Ein ausgewiesener Geschenktisch oder Bereich sorgt für Ordnung. Hast du noch andere Tipps zum Thema Geschenke? Nun, du könntest auch erwägen, eine virtuelle oder physische Geschenkliste einzurichten, damit die Gäste eine Anleitung haben, was der Geburtstagsperson gefallen würde. Oh, das ist klug. Das nimmt den Gästen das Rätselraten ab. Und dann bekommt die Geburtstagsperson Dinge, die sie tatsächlich benutzen wird. Genau. Und schließlich, wenn es um Unterhaltung geht, würde ich eine Mischung aus Musik, Spielen und Aktivitäten empfehlen, um alle bei Laune zu halten. Wunderbare Vorschläge. Wenn Sie sicherstellen, dass es eine gute Auswahl an Unterhaltungsmöglichkeiten gibt, ist für jeden etwas dabei. Absolut.
Vielleicht beauftragen Sie sogar einen Partyfotografen, um all die besonderen Momente während der Feier festzuhalten. Oh, das ist so eine tolle Idee. Professionelle Fotos zu haben, auf die man später zurückblicken kann, erhöht das Erlebnis wirklich. Einverstanden. Dies sind nur einige der wichtigsten Tipps, die ich für die Planung der ultimativen Geburtstagsfeier empfehlen würde. Würdest du noch etwas hinzufügen? Vielleicht nur um zu betonen, wie wichtig es ist, flexibel zu bleiben und bereit zu sein, sich am Tag der Veranstaltung nach Bedarf anzupassen. Ausgezeichneter Punkt. Egal, wie viel Sie planen, es gibt bestimmt immer ein paar Kurven. Anpassungsfähig zu sein ist entscheidend. Genau. Nun, ich denke, wir haben einen großartigen Überblick über die wichtigsten Elemente für eine tolle Geburtstagsfeier gegeben. Ihre Gäste werden sicher viel Spaß haben. Das hoffe ich auf jeden Fall. In Ordnung, Zeit, diese Tipps für meine bevorstehende Geburtstagsfeier in die Tat umzusetzen. Aufregend. Ich bin mir sicher, dass es ein absoluter Hit wird. Ich kann es kaum erwarten, danach alles darüber zu erfahren. Du hast es. Ich schätze all die tollen Ratschläge, Anna. Jetzt beginnt die eigentliche Planung. Lektion 15. Erkundung der Wunder Ontarios. In Ontario befinden sich die größte Stadt Kanadas, Toronto, sowie die Hauptstadt Kanadas. Ah, ja. Ontario ist eine so vielfältige und faszinierende Provinz. Ich wollte schon immer mehr davon erkunden. Definitiv. Toronto ist natürlich ein großer Anziehungspunkt, aber im Rest von Ontario gibt es noch so viel mehr zu sehen und zu tun. Absolut. Von den atemberaubenden Naturlandschaften bis hin zu den bezaubernden Kleinstädten hat Ontario wirklich für jeden etwas zu bieten. Genau. Hatten Sie schon einmal die Gelegenheit, die Hauptstadt Ottawa zu besuchen? Leider nein. Ich war nur in Toronto, aber ich habe wunderbare Dinge über Ottawa gehört. Wie ist es? Es ist eine wunderschöne Stadt voller kanadischer Geschichte und Kultur. Die Parlamentsgebäude und Museen sind auf jeden Fall Sehenswürdigkeiten, die man gesehen haben muss. Oh, das klingt unglaublich. Ich würde gerne durch die historischen Straßen schlendern und all die ikonischen Wahrzeichen besichtigen. Es ist so eine malerische Stadt. Und die Museen dort sind erstklassig. Man könnte leicht Tage damit verbringen, sie alle zu erkunden. Das ist genau mein Ding. Ich bin ein totaler Museumsjunkie. Welche anderen Juwelen würdest du empfehlen, dir in Ontario anzusehen? Nun, die Niagara-Fälle sind natürlich ein absolutes Muss. Die schiere Kraft und Schönheit dieser Wasserfälle ist wirklich atemberaubend. Ah, ja. Ich habe so viele atemberaubende Fotos gesehen, aber ich kann mir nur vorstellen, wie beeindruckend es persönlich ist. Definitiv. Und es sind nicht nur die Wasserfälle selbst, die gesamte Niagara-Region hat so viel zu bieten, von Weingütern bis hin zu Abenteueraktivitäten. Oh, ich würde gerne eine Weinverkostungstour machen. Und vielleicht machen Sie sogar einen aufregenden Ausflug mit der Might of the Mist Bootsfahrt. Unbedingt. Das ist die perfekte Art, die Wasserfälle hautnah zu erleben. Bringen Sie einfach unbedingt einen Poncho mit, Sie werden garantiert durchnässt. Haha, guter Tipp. Ich sorge dafür, dass ich vorbereitet bin. Welche andere Naturwunder würden Sie empfehlen, in Ontario zu erkunden?
Nun, die Canadian Shield-Region ist einfach atemberaubend, mit ihren zerklüfteten, felsigen Landschaften und unberührten Seen. Oh, das klingt nach meiner Art von Ort. Ich wette, die Wander- und Campingmöglichkeiten sind unglaublich. Definitiv. Orte wie der Algonquin Provincialpark sind wahre Outdoor-Wunderländer voller Wildtiere und atemberaubender Landschaften. Ich füge das gerade zu meiner Must-Visit-Liste hinzu. Ontario ist eindeutig eine Fundgrube natürlicher Schönheit. Absolut. Es ist eine so vielfältige und unterschätzte Provinz. Ich denke wirklich, du würdest gerne alles erkunden, was es zu bieten hat. Ich kann es kaum erwarten, mit der Planung einer Reise zu beginnen. Danke, dass du mir so tolle Einblicke und Inspiration gegeben hast, John. Jederzeit. Ich freue mich immer, meine Liebe zu dieser wunderbaren Provinz zu teilen. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie weitere Reisetipps für Ontario benötigen. Wird reichen. In Ordnung. Zeit für mich, ein paar Abenteuer in Ontario zu recherchieren. Das wird episch. Daran habe ich keinen Zweifel. Viel Spaß bei der Planung, die eigentliche Reise wird noch besser. Lektion 16. Respektvoller Dialog über indigene Kulturen. Wissen Sie, in verschiedenen Teilen Nordamerikas wurden die Menschen in der Vergangenheit als Indianer bezeichnet, aber dieser Begriff wird heute allgemein als veraltet und respektlos angesehen. Ah ja, du hast absolut recht. Die bevorzugten und respektvolleren Begriffe sind indigene Völker oder First Nations. Die Verwendung der richtigen Sprache ist so wichtig, wenn über diese Kulturen gesprochen wird. Definitiv. Es ist ein sensibles Thema, aber eines, das unbedingt mit Sorgfalt und Nuancen behandelt werden muss. Was ist der beste Weg, um etwas über die Geschichte und Traditionen der Ureinwohner zu lernen? Ich denke, der Schlüssel liegt darin, es mit Offenheit anzugehen, mit der Bereitschaft zuzuhören und zu lernen und mit tiefem Respekt vor diesen reichen, vielfältigen Kulturen. Die Vermeidung von Verallgemeinerungen und Stereotypen ist von entscheidender Bedeutung. Absolut. Und es ist wichtig, die einzigartigen Erfahrungen und Perspektiven verschiedener indigener Gruppen anzuerkennen, anstatt sie alle in einen Topf zu werfen. Genau. Jede Nation, jeder Stamm oder jede Gemeinschaft hat ihre eigenen Geschichten, Traditionen und Lebensweisen, die es verdienen, nach ihren eigenen Bedingungen geehrt und verstanden zu werden. Richtig, diese Nuance und Spezifität sind so wichtig. Hatten Sie die Gelegenheit, sich aus erster Hand mit kulturellen Erfahrungen der Ureinwohner auseinanderzusetzen? Ja, tatsächlich. Ich hatte die Gelegenheit, an einer traditionellen Pauvo-Feier teilzunehmen, und es war eine so augenöffnende und demütigende Erfahrung. Die Musik, der Tanz und das Gemeinschaftsgefühl waren wirklich etwas Besonderes. Das klingt unglaublich. Ich kann mir vorstellen, dass es sowohl schön als auch kraftvoll gewesen sein muss, diese kulturellen Traditionen hautnah mitzuerleben. Das war es wirklich. Und die Menschen waren so gastfreundlich und begierig darauf, ihr Erbe zu teilen. Mir wurde klar, wie viel ich noch über die reiche Vielfalt der indigenen Kulturen in ganz Nordamerika lernen muss. Absolut. Es gibt immer mehr zu entdecken und zu schätzen. Haben Sie Bücher oder Ressourcen gelesen, die Sie jemandem empfehlen würden, der sich weiterbilden möchte? Definitiv. Es gibt einige fantastische Memoiren, Geschichtsbücher und Ethnographien, die von indigenen Autoren verfasst wurden und unschätzbare Perspektiven aus erster Hand bieten. Ich würde mich freuen, ein paar Titelempfehlungen mit Ihnen teilen zu können.
Das wäre toll. Ich bin immer bestrebt, mein Wissen und Verständnis zu diesem wichtigen Thema zu erweitern. Wunderbar. Ich werde eine Liste mit einigen zugänglichen, augenöffnenden Lektüren zusammenstellen, die sich wirklich mit der Vielfalt und Widerstandsfähigkeit indigener Völker befassen. Es ist ein so wichtiger Teil der nordamerikanischen Geschichte und Kultur. Das weiß ich zu schätzen. Aus authentischen Stimmen und Erfahrungen zu lernen ist so wichtig, wenn es um diese sensiblen Themen geht. Das war ein wirklich aufschlussreiches Gespräch. Ich freue mich sehr, dass du es hilfreich fandest. Die Förderung eines stärkeren Bewusstseins und Respekts für indigene Völker ist etwas, das mir wirklich am Herzen liegt. Es gibt noch so viel zu tun, aber offene Dialoge wie dieser sind ein wichtiger Schritt. Absolut. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und Ihr Fachwissen zu diesem Thema. Ich freue mich darauf, mein Wissen und meine Perspektive weiter zu erweitern. Natürlich, John. Ich freue mich immer, Ressourcen zu diesem Thema zu diskutieren und mit anderen zu teilen. Die Förderung eines besseren Verständnisses ist der erste Schritt zu einer sinnvollen Veränderung. Gut gesagt. Gut, ich mache mich auf den Weg, um weiter zu lesen und zu recherchieren. Das war ein wunderbar bereicherndes Gespräch. Lektion 17. Packen für den perfekten Campingausflug. Ich denke, das deckt das Wesentliche für unseren Campingausflug ab. Oh, vielleicht sollten wir auch ein kleines Erste-Hilfe-Set einpacken, nur für den Fall. Guter Anruf. Das ist eine wichtige Ergänzung zur Packliste. Man weiß nie, wann in der Wildnis eine leichte Verletzung oder Situation auftauchen könnte. Genau. Es ist immer besser, vorbereitet zu sein. Welche Dinge nehmen Sie normalerweise in Ihr Erste-Hilfe-Set für Camping auf? Nun, die Grundlagen wie Bandagen, antiseptische Tücher, Mull- und Klebeband sind ein Muss. Und natürlich alle persönlichen Medikamente, die Sie benötigen könnten. Definitiv. Und es ist eine gute Idee, einige Schmerzmittel sowie Dinge wie Insektenspray und Sonnencreme zur Hand zu haben. Absolut. Und vergessen Sie nicht alle notwendigen Werkzeuge wie Schere oder Pinzette, falls Sie eine Zecke oder einen Splitter entfernen müssen. Guter Punkt. Diese kleinen Mehrzweckwerkzeuge können wirklich nützlich sein. Gibt es sonst noch etwas, das du zum Packen empfehlen würdest? Vielleicht eine kleine Taschenlampe oder Stirnlampe, nur für zusätzliche Sichtbarkeit und Sicherheit bei Nacht. Und vergiss nicht die Streichhölzer oder das Feuerzeug zum Anzünden von Lagerfeuern. Richtig, ich kann die wichtigsten Dinge zum Starten des Feuers nicht vergessen. Und vielleicht eine kompakte Rettungsdecke, nur für den Fall, dass die Temperaturen sinken. Tolle Idee! Und vergiss nicht die wichtige Karte und den Kompass, falls wir von irgendwelchen Trails oder Abenteuern den Rückweg finden müssen. Oh, ganz sicher. Navigationsinstrumente sind unverzichtbar, vor allem, wenn wir unbekanntes Gebiet erkunden wollen. Definitiv. Und weißt du, es ist auch eine gute Idee, jemandem zu Hause unsere Campingreiseroute mitzuteilen, nur für alle Fälle. Absolut. Auf diese Weise gäbe es jemanden, der weiß, wo er nach uns suchen muss, falls etwas passieren sollte. Genau. Sicherheit geht vor, besonders wenn Sie draußen in der freien Natur sind. Ich denke, wir haben jetzt alle Grundlagen abgedeckt. Das glaube ich auch. Dieser Campingausflug wird so viel Spaß machen, aber es ist wichtig, auf alles vorbereitet zu sein.
Ich könnte nicht mehr zustimmen. Mit all diesen wichtigen Dingen können wir uns darauf konzentrieren, die wunderschöne Landschaft zu genießen und unvergessliche Erinnerungen zu sammeln. Genau. In Ordnung, Zeit, alles zusammenzustellen. Das wird ein episches Abenteuer. Ich bin so aufgeregt. Lass uns das machen. Warte einfach, bis wir am Lagerfeuer sitzen und Marshmallows unter dem Sternenhimmel toasten. Kann es kaum erwarten. Okay, Zeit zum Packen. Das wird der beste Campingausflug aller Zeiten.